Das, was ich mitgekriegt habe, das schockiert mich ehrlich gesagt, weil ich habe das Gefühl, dass jeder, der hier steht und dem zustimmt und auch jeder, der die AfD wählt, entweder nicht in der Schule aufgepasst hat im Geschichtsunterricht oder einfach keine Ahnung hat. Ja. Es geht auch darum, dass wir Deutsche nicht nur 12 Jahre der Geschichte hatten, wo irgendwelche völlig durchgeknallten Verbrecher hier das Schlimmste angerichtet haben, was man sich vorstellen kann. Und wir verweigern uns, damit in einen Topf geschmissen zu werden. Das ist geschichtlich das Dümmste, was ich je gehört habe. Hey Leute, willkommen in der Realität. Diesmal erleben wir sie live, wie eine junge Linke, vollgepumpt mit Ideologie, glaubt, sie könne Nicole Höchst vorführen und am Ende selbst Geschichte neu lernen muss. Das hier ist kein Streit, das ist ein Realitätscrash. Denn was da auf der Bühne gesagt wird, zeigt nicht nur, wie gefährlich das Bildungssystem inzwischen tickt, es zeigt, wie wenig diese jungen Leute noch selbst denken dürfen. Immer das Gleiche, rechts, Nazi, AfD böse. Aber wenn Fakten kommen, wird's still. Und genau deshalb müsst ihr dieses Video sehen, weil Nicole Höchst hier zeigt, wie man mit Würde und Klarheit dagegen hält. Auf geht's! Das ist geschichtlich das Dümmste, was ich je gehört habe. Das, was ich mitgekriegt habe, das schockiert mich ehrlich gesagt, weil ich habe das Gefühl, dass jeder, der hier steht und dem zustimmt und auch jeder, der die AfD wählt, entweder nicht in der Schule aufgepasst hat im Geschichtsunterricht oder einfach keine Ahnung hat. Ja. Na, ich weiß wenigstens, dass rechts und rechtsextrem nichts ist, worauf man stolz sein sollte und auch nichts ist, was diese Welt und diese Gesellschaft braucht. Keine Ahnung, Hass verbreiten? Okay, dann nehme ich jetzt mal das Mikro und ich sag dir, du hast mich gerade persönlich angegriffen. Du solltest, wenn du eine Antwort bekommst, solltest du auch zuhören. Ich bin Enkelkind von einem Zwangsarbeiter, den die Wehrmacht ins Reich verschleppt hat. Also wie rechtsradikal werde ich sein. Und jetzt gebe ich dir mal noch einen anderen Denkanstoß. Es gab früher mal so ein Schema, so eine schematische Darstellung. Gleich. Der Bundestag als Halbkreis. Und dann war dann links war die SPD, dann kam noch die FDP in der Mitte und rechts, der rechte Flügel, da saß früher die CDU. Die AfD hat die Position bezogen, auf der früher die CDU war. Rechtsextrem ist was anderes als das, was wir sind. Jetzt muss ich dir leider den schwarzen Peter zurückgeben. Informier dich mal ein bisschen über die Hintergründe, dann weißt du wahrscheinlich mehr. Jetzt gebe ich nochmal Nicole. Ich schließe mich da direkt an, weil wir hier Etiketten geklebt kriegen, die ich darf auch auf die Frage, die an mich gestellt wurde, antworten. Dankeschön. Meine Familie in Erbach bei Homburg hat eine, ja, sehr schön. Dann kennen Sie die Familie Höchst. Die haben während des Krieges eine polnische Jüdin versteckt vor den Schergen der SS. Wie rechtsradikal werde ich sein und wie fremdenfeindlich? Ja? Warte. Danke. Was haben die Taten meiner Vorfahren damit zu tun, was ich tue? Es geht auch darum, dass wir Deutsche nicht nur 12 Jahre der Geschichte hatten, wo irgendwelche völlig durchgeknallten Verbrecher hier das Schlimmste angerichtet haben, was man sich vorstellen kann. Und wir verweigern uns, damit in einen Topf geschmissen zu werden. Das ist geschichtlich das Dümmste, was ich je gehört habe. Wir sind noch nicht mal Sozialisten, verstehen Sie? Nationalsozialisten, die Sie als Rechtsextreme framen. Wir sind keine Fans und wir sind keine Sozialisten. Wir haben selber Migrationshintergrund. Wir haben selber im Dritten Reich mit unseren Familien, die haben sich in Gefahr gebracht, weil sie eben das nicht wollten. Die haben das damals schon bekämpft. Und ich stehe hier, weil ich das wieder bekämpfe, weil diese Position, dieser Faschismus gerade wieder passiert. Und sie verstehen es nicht, weil sie nur Leute in der Schule haben, die ihnen erzählen, das sind die Bösen. Nein, das sind wir nicht. Wir sind die, die verstanden haben, was hier passiert. Kurz mal zwischendurch. Ich finde es super, dass jemand wie Sie mal hier hinkommt mit einer anderen Meinung, weil das sind doch die interessantesten Gespräche. Und ich gebe dir gerne noch mal das Mikro für eine Nachfrage.
Ich muss Sie da mal kurz fragen, was genau bezeichnen Sie denn da gerade als Faschismus? Weil das, was ich vorhin hier gehört habe, bevor ich mir mein Essen holen gegangen bin, oder beziehungsweise das Schild, was ich da hinten gelesen habe, warum Kampf gegen Rechts, wenn nicht gegen Vergewaltiger, Mörder und Messerstecher? Und ich glaube, wir alle kennen die Schlagzeilen und ich glaube, wir alle wissen, wer mit diesen Worten bezeichnet wird. Und ich sehe halt nach dieser Veranstaltung hier eigentlich nur eine Zukunft, nach der wir Menschen, die ihnen nicht zustimmen, die gleiche Aufgabe haben werden wie ihre Vorfahren, nämlich dass wir zum Beispiel Flüchtlinge beschützen werden müssen vor Menschen wie Flüchtlinge, naja. Vergewaltiger. Ist das für Sie das Gleiche, wer auch immer das gerade gesagt hat? Ist das für Sie das Gleiche, Flüchtlinge und Vergewaltiger? In weiten Teilen ja, und das ist das Problem. Du musst dann drauf drücken. Sorry. Wo muss ich draufdrücken? In weiten Teilen ist es das Gleiche, ja. Und deswegen müssen wir ganz genau aufpassen, wen wir hier zu uns lassen. Deswegen werden wir tatsächlich viele Kriminelle und Illegale wieder ausweisen müssen. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich das Argument, Vergewaltiger hat es schon immer gegeben. Ja, ist richtig, es gab auch schon immer einheimische Kriminelle, welcher Couleur auch immer. Aber das kann doch keine Rechtfertigung sein, dass wir die noch im großen Ausmaß hierher holen. Sei mir nicht böse, du bist indoktriniert und Gehirn gewaschen. Ja, doch, bist du. Du hast überhaupt keinen Blick auf die Realität. Ich weiß, das denkst du von uns auch. Ja, werd erwachsen. Jawohl. Trotzdem danke, dass du da bist. Danke, dass du den Mut hast, dich hier zu melden. Finde ich klasse. Und ich hoffe, wir finden irgendwo eine gemeinsame Basis. Denn in deinem Alter, du bist die Zukunft dieses Landes. Du bist mit die Das ist keine Zukunft. Anfang 20? Passt das? Dankeschön. Aber genau diese Gleichstellung von zu sagen, ja, es sind hauptsächlich Flüchtlinge, die so vergewaltigen oder was auch immer, genau das ist für mich der Faschismus, gegen den wir vorgehen müssen und gegen den, oder beziehungsweise für den die AfD Stimmung macht. Weil das ist genau das, ja, okay, tut mir leid, kann sein, dass ich da vielleicht gerade zu sehr verallgemeinere, aber das ist das Bild, das ich mitbekommen habe. Das kann ich auch gerne so sagen, aber das ist auch der Grund, warum ich gerade hier stehe und warum ich deswegen vorgehe. Weil allein, dass jemand kommt und sagt, für mich ist es gleichzustellen, Flüchtlinge und Kriminelle, das ist das Problem. Das ist genau das, was mich an der AfD stört und an dieser Veranstaltung. Wir differenzieren und möchten Kriminelle ausweisen. Wir differenzieren und möchten hier keine Vergewaltiger und Messerstecher. Wir differenzieren und schauen auf früher, wo nicht alles besser war. Aber wir konnten früher Volksfeste feiern ohne Merkel-Pöller, ohne Terrorwarnungen und ohne die, ja tatsächlich, ich bin 55 Jahre alt, Sie könnten meine Tochter sein und ich war mit meinen Kindern auch dieses Jahr wieder auf dem Karneval in Nordrhein-Westfalen, wie der abgesichert werden musste gegen Terroristen, die wir früher nicht hatten, weil es ja immer schon irgendwelche Gewalttaten gab anscheinend. Das hat schon etwas mit Zuwanderung zu tun. Und wir sagen, wir möchten entscheiden dürfen, wie jedes Land auf dieser Welt, wer zu uns kommt. Und das ist nicht faschistisch, das ist normal. Nur nicht in Deutschland, wo alle schon in der Schule lernen, dass wir aus Grund unserer Vergangenheit uns hier jeden reinholen müssen. Das ist weltweit nicht so und man schaut mit Sorge darauf, wie wir das handhaben, weil das hat nämlich auch Auswirkungen auf den Rest von Europa und die sehen das mit Sorge, wie wir hier das handhaben. Die Zukunft, die hier sein wird, wenn wir nicht mitbestimmen, wer hier reinkommt, bedeutet, dass sie arbeiten werden, bis sie tot umfallen. Das hat der Herr Merz ja schon angestoßen, weil wir das gar nicht finanzieren können, dass hier sehr viele Leute als Analphabeten herkommen und ihren Kindern auch nicht in der Schule helfen können. Sie sind aus der Schule raus. Ja, da gibt es Klassen, da wird überhaupt kein Deutsch mehr gesprochen. Wie soll denn da Unterricht stattfinden? Wie sollen denn die Leute bei uns in Lohn und Brot kommen? Wie sollen die Steuern zahlen und Krankenkassenbeiträge? Dann wendet man sich an die schon immer gearbeitet haben. Die werden aber irgendwann sterben. Und dann ist die Frage, wo stehen wir? Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wir sagen, wir wollen keine Verbrecher. Wir wollen, dass wir hier bestimmen, wer mit uns leben darf. Und das hat mit Faschismus nur wirklich gar nichts zu tun. Also dazu möchte ich einmal sagen, dass das Asylrecht
im Grundgesetz verankert ist, eben wegen unserer Vergangenheit und wegen dem Nationalsozialismus, weshalb es mich auch sehr irritiert hat, als hier auf der Veranstaltung gesagt wurde, sie würden ja irgendwie so viel Wert auf das Grundgesetz legen oder irgendwas war da, weil, wie gesagt, das Asylrecht ist im Grundgesetz verankert. Und woher wollen Sie wissen, wer ein Mensch ist, der hier reinkommt? Ich meine, klar, wenn es ein verurteilter Straftäter ist, kann ich dem zustimmen, dass man den nicht nach Deutschland holen soll. Aber dann sollte der auch nicht frei sein, sondern im Gefängnis sitzen, meiner Meinung nach. So. Und weiter? Ja, aber dafür können doch die anderen Menschen nichts. Ja, dafür können die Menschen nichts, die nach Deutschland kommen und Hilfe brauchen. Ja, dafür können sie auch nichts. Aber das heißt, dass die Justiz gestärkt werden muss und in Deutschland besser gegen Gewalt von Deutschen und auch Nicht-Deutschen vorgehen muss. Letzte Antwort, weil ich zur nächsten Veranstaltung muss. Als ich jung war, habe ich auch davon geträumt, dass die Welt eine gerechte ist und dass alle ticken wie wir. Ich erlebe, dass das nicht der Fall ist. Und ich bitte Sie inständig, Sie können lesen und schreiben, lesen Sie den Asylparagraphen bei uns in unserem Grundgesetz. Die wenigsten, die hier sind Asyl berechtigt. Die meisten haben das Land betreten über mehrere sichere Länder. Die haben kein Recht, hier zu sein. Nach dem Grundgesetz und nach unseren Vereinbarungen mit unseren EU-Partnern. Und das ist gebrochen worden von der Frau Merkel und seither wird das so gehandhabt. Und man erzählt an den Schulen offenbar den Leuten, das sei richtig so. Das ist es aber nicht. Sie müssen mir aber nichts glauben. Lesen Sie die Dublin-Vereinbarung, lesen Sie das Grundgesetz, unsere Asylvereinbarungen, wie wir hier funktionieren, wie viele Leute ausreisepflichtig sind, die wir nicht ausschaffen, die wir nicht abschieben. Ja, das geht nicht. Das ist eine Diskriminierung gegenüber all jenen, die aus fremden Ländern gekommen sind und die hier mitmachen, die unsere Gesetze achten. Warum wählen denn so viele Leute hier in Deutschland, die keinen deutschen Pass von Geburt an hatten, die AfD? Weil die das so sehen wie wir. Die wollen hier keine Verbrecher, die wollen hier keine Vergewaltiger und die haben diese Erbschuld nicht. Die gehen nicht in die Knie und die sagen, Frau Höchst, die AfD hat recht, wir werden die AfD wählen. Wir wollen hier nämlich in Frieden, in Freiheit und in Sicherheit leben mit unseren Kindern. Und diese Menschen sind hier herzlich willkommen. Da hat überhaupt keiner irgendein Problem damit. Vielen herzlichen Dank, ich muss leider weiter. Man kann es sich nicht ausdenken. Da steht eine junge Linke auf und hält sich für aufgeklärt und beginnt ihren Auftritt mit dem üblichen Vokabular. Die AfD ist rechts, ihr spaltet, ihr seid eine Gefahr. Alles wie aus dem politischen Einheitsbrei kopiert. Aber was kommt dann? Keine Fakten, kein Argument, nur Gefühl, Ideologie, Schlagworte. Und genau das ist das Problem dieser Generation. Sie bekommen keine politische Bildung mehr. Sie bekommen Haltungstraining. Die junge Frau redet davon, dass Deutschland eine rechte Gefahr sei. Wirklich? Wer hat denn in den letzten Jahren Autos angezündet, Polizisten attackiert, Behörden bedroht und Parteibüros zerstört? Nicht die bösen Rechten, sondern antifa-nahe Gruppen, Linksextremisten, oft geduldet und von Medien verharmlost. Während Nicole Höchst ruhig bleibt, mit Fakten antwortet und sauber argumentiert, wird die junge Linke immer unsicherer. Der Ton kippt, die Fassade bröckelt. Denn wer nur Parolen auswendig gelernt hat, bricht unter echten Argumenten ein. Was wir hier sehen, ist keine mutige Jugend, sondern ein erschreckendes Beispiel dafür, wie Ideologie den gesunden Menschenverstand ersetzt. Und Nicole Höchst zeigt in diesem Moment, wie man mit Haltung, Wissen und Rückgrat dagegen steht. Wenn das unser Diskussionsniveau ist, dann gute Nacht Demokratie. Aber genau deshalb braucht es Menschen wie Nicole Höchst von der AfD, die sich diesen Debatten stellen, mit Fakten statt Parolen. Wenn du findest, dass solche Szenen mehr Menschen sehen sollten, dann zeig's mit einem Like, abonnier den Kanal und schreib deine Meinung unten rein. Wer argumentiert, gewinnt. Wer nur schreit, hat schon verloren. Und wenn du Klartext willst, dann bleib dabei. Hier bekommst du ihn. Bis zum nächsten Mal.